Guten Morgen, meine Lieben. So, weiter geht's am Toyota-Projekt. Ja, mir ist ein Malheur passiert. Und zwar habe ich versucht, bei der Kamera auf Aufnehmen zu drücken, hatte aber die Handschuhe an. Da hat es nicht auf Aufnahme gedrückt und ich habe es nicht mitbekommen. Dementsprechend habt ihr leider einen kleinen Teil verpasst, und zwar den hier. Ja, das Einschweißen habt ihr leider verpasst, und auch das Kitten. Ja, das war gar keine Absicht von mir. Ähm, ja, jetzt geht es halt so weiter in dem Fall. Ihr habt ja gesehen, wie ich es machen wollte. Ich habe das dann die kaputte Fläche rausgetrennt und habe die neue reingemacht und habe dann die Übergänge noch mit Blech ein bisschen verstärkt, weil ja, der Brenner bzw. Schweißgerät kleine Löcher reingemacht hat. Deswegen musste ich da nochmal mit Metall drüber gehen. Ja. Ja, Resultat seht ihr so. Ich habe es dann, wie gesagt, hier mit Glasfaser gekittet. Das schleife ich jetzt ab. Und dann ja, geht kleine Spachtelmasse nochmal drüber. Ja, und dann ist es eigentlich auch schon lackierbereit. Das machen wir jetzt, das Abschleifen. Wie ihr seht, tue ich hier gerade noch die Stoßstange abschleifen. Die hatte sehr, sehr viele Kratzer. Die musste lackiert werden. Und wisst ihr was? Springen wir einfach zum Ergebnis. Wie ihr sehen könnt, der Innenraum komplett aufbereitet. Da habe ich sehr lange dran gearbeitet, dass der Innenraum wieder sauber wird, weil das Auto war ja extremst verschmutzt. Ich habe bestimmt 2 Tage nochmal sauber gemacht. Ja, dann haben wir noch am Fahrzeug gemacht, an den Antriebswellen die Simmerringe, weil da wo rechts die Welle da getauscht wurde, da wurde leider auch wieder gemurkst und da kam Öl raus. Wir haben noch die komplette Front lackiert, also das heißt die Stoßstange vorne. Wir haben die Seitenteile hinten lackiert. Wir haben neue Radkappen drauf gemacht und haben das Auto getüft. Das Auto kam ohne Mängel durch den TÜV durch. Ist in der Zwischenzeit natürlich auch schon verkauft. Der neue Besitzer fährt sehr gerne mit dem Fahrzeug, hat keine Probleme. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry, dass es so lange gedauert hat. Ist gerade alles nicht so einfach hier. Danke. Neue Videos werden kommen.